Es waren Worte, welche die Lira zum Fallen brachten. Aber auch Worte, welche die Lira wieder gewinnen lassen. Durch Spekulationen, Annahmen oder Gedanken wurden durch einige Kreise die Türken unsicher gemacht. Die Menschen sollen so schnell als möglich die Lira verkaufen und Dollar wechseln. Die türkische Wirtschaft sei am Ende. Das posaunten sie im ganzen Land herum. So haben viele Türken aus Angst ihre Lira verkauft. In der Tat fiel die Lira so auf Rekordtiefs. Denn je mehr türkische Lira, welche in eine andere Währung gewechselt wird, desto weniger Wert hat danach die türkische Lira. Das nutzten die Spekulanten für ihre Politik. Versuche der Regierung scheiterten, auch wenn diese aufzeigen konnten, dass nicht die türkische Wirtschaft oder die Zinspolitik daran schuld sind. Das Letzte, was der Präsident sagte, war: Haltet durch, wir werden herausfinden, woher diese Manipulationen kommen. Der türkische Präsident, der selbst Wirtschaftswissenschaften studiert hatte, versprach, die Manipulationen zu beenden. Dann kam seine Rede zur Nation. Die türkische Wirtschaft läuft von Rekorden zu Rekorden. Die Exporte haben auch in dieser schweren Zeit zugenommen. Das BIP wurde erhöht. Das Wachstum war auch dieses Jahr sehr groß. Die Löhne und Renten steigen über 50%. Und all das dank der Niedrigzinspolitik. Also kann es nicht sein, dass die Lira abwerten kann. Dann erklärte der Präsident den Türken, wie das wirklich geschehen konnte, und zeigte auf die Werke dieser Spekulanten. So, wie die Lira mit Worten abgestürzt war, schaffte es der türkische Präsident, die Lira mit Worten noch schneller wieder erholen zu lassen. Der Satz der oppositionellen Kreise, dass die Lira die 18-Dollar-Marke nicht mehr verbessern könne, war nicht eingetroffen. Der Dollar verlor und fiel sogar noch schneller herunter, als sich jeder denken konnte. Ab dieser Rede des Präsidenten gewann die Lira stark an Wert. Und weil es nicht nur leere Worte waren, wird sich die Lira auch in den nächsten Tagen weiterhin erholen. Der Präsident sagte, dass jeder Türke mit einem Lira-Festgeldkonto garantiert keine Verluste zum Dollar erleben wird. Die Lira wird als starke Währung bis im Sommer ihren richtigen Ausgleich zum Dollar finden, so der Präsident. Die türkische Zentralbank unterstützt die Regierung bei diesem Vorhaben. Die Zentralbank wird im Falle eines Werteverlustes der Lira zum Dollar die Verluste zurückbezahlen. Das führte zu einem Sturm auf die türkischen Banken. Sehr viele Menschen wechseln jetzt wieder die Fremdwährung in türkische Lira. Denn die Lira kann jetzt mit Zinsen von 14 bis 19% mehr Renditen erzielen als der Dollar. Das begrüßen die Türken sehr und werden auch morgen noch zur Bank gehen und damit die Lira noch mehr stärken.